So, dann wollen wir mal zum Mittagessen schreiten. Heute gibt es Mittagessen zu Hause. Das Frauchen schon am Brutzeln und am Machen und am Tun. Was macht sie? Sehr schön sehen, diese Pilze macht. Pilze aus unserem eigenen Anbau. Aus unserer Pilzhütte. Und was man hier sehen kann, ist eine Bananenblüte. Daraus kann man auch noch lecker Essen machen. Kommt aber später mal. Ja, und so sieht bei uns zu Hause das Mittagessen aus. Tisch wieder schön vollgeräumt mit allem Möglichen, was man ständig braucht. Tüten und Kram. Ach, furchtbar. Oh, อย่าถ่วงมากรกบ้านนี่เมียไม่มีเวลาท อะไร ำของเยอะไม่มีเวลาเก็บ Dannทำไมคุณมาเรียกผมช่วย เอากินข้าวกันเลย เดี๋ยวสิกินข้าวเรียกผมเพื่อกินข้าวอยู่เดียว Namen oder Wodka? Wodka von der Tankstelle. Ja, Feierabend. อ่อนไม่พอ ไปต้มเอง ต้มอีก Luxator, sagen sie dazu hier, sogenannte Saubohnen oder Stinkbohnen heißen. Haben ziemlich markanten Geschmack und riechen ein bisschen ähnlich wie Spargel. Das ist auch, wenn man die isst, da hat man den gleichen Effekt wie beim Spargel auch. Man riecht es im Urin, wenn man pinkeln geht. Dann riecht man das. So wie diese Luxator riechen, ja, diese Bohnen, so riecht es dann auf dem Klo. Also ich esse die sehr gerne, nicht unbedingt wegen des Geruchs oder so, aber ist halt, ja, ich esse sie gerne.
Das ist so wie manche Leute Käse gerne essen und andere nicht. Aber die meisten Thais mögen, ne? Kon Thai ชอบกินเนาะมีค คน น เยอะ ไทย ไม่ คน เอา อี กิน สาน ไม่มีคนเยอะกิน เนาะ Also M sagt auch, gibt viele Leute, die das gerne essen. Ja. อันนี้แกงส้มสับปะรด Das hier ist ein Curry Som. แกงส้ม Ja, Som, wenn alle Som. เปรี้ยว มันจะออกเปรี้ยวคนเรียกแกงส้ม Sie nennen es Geng Som, saures Curry. อืม Geng ist Curry und Som ist sauer. Und เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยว Aber Som war allein Som kann. ก็ส้มนี่แหละเขาเป็นชื่ออาหาร แต่มันเป็นอาการของคำว่าเปรี้ยว Ja. Ja gut, also Geng Som. Und bei Jam Bepasaya Laman. Geng Som bei Muan Sauer Curry. อืม Ja? Also doch saures Curry. Mit Fisch, das ist hier Planin, ne? อืม Mit Buntbarsch. Ja. Buntbarsch und mit Ananas. Also sozusagen eigentlich nicht saures Curry, sondern süß-saures Curry. Ananas ist ja süß. Nicht? Und ja, der Fisch lecker gekocht und so. Man muss immer ein bisschen mit Gräten aufpassen, weil in Thailand wird immer alles gerne mit Knochen und Gräten zubereitet. Gang le gadok kun hai kun mai tod or kong sat bok wa hai chin นะเป็นเคปปาคิกาน มันเอาออกยาก บางคนเขาก็เอาออก บางคนเขาก็ไม่ทำแต่ส่วนมากเขาไม่เอาออก เขามาเอาออก คุณก็คือกินระวังเอา เพราะว่าที่เยอรมันคนเยอรมันแล้วค่อยทอดออกกระดูกเลยอะไรนะโอเคกังของปลาเรามีปลาเป็นชิมนิดหน่อยมวนปลาหม้อเขาเรียกโฟเรลเยอรมันเรียกโฟเรลนี่เราใช้รูบังปลาคุณเก็บทั้งตัวคุณทอดออกกลางตัวเองนะแต่ว่าถ้าทำแบบนี้ที่เยอรมันเขาทอดออกกลางก่อนนะ เนี่ยต้มเป็นตัวเขาก็ต้มไม่เอาก้างออก กังเลยกระดูกให้ชิมใช่ไหม ฉันไม่รู้แค่เบรกนี้ฉันไม่รู้ เพราะว่าทำไมคนไม่ทอดออก ขี้ค้านมั้ย ขี้ข้านนะ Also es ist doch Faulheit. Ich dachte eigentlich irgendwie, hat was mit Geschmack zu tun. Fragte ich jetzt gerade. Weil wir in Deutschland auch im Essen zum Beispiel Knochen verarbeiten für Soßen oder gerade bei Suppen. Ne? Wir kochen ja hier auch. Suppe wird die Karkasse, also zum Beispiel Hühnersuppe, die Karkasse vom Huhn gekocht. Macht man hier auch so, auch mit Ente. Aber soweit mir das gerade sagt, ist es also wirklich eine reine Sache. Man hat einfach keinen Bock auf die Fummelei. Das Huhn oder der Fisch, ausgenommen natürlich, mit Eingeweide mag keiner. Ja, aber dann knack, 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 rein in den Topf und gekocht. Ja. Ist Geschmackssache. Es gibt halt Leute, gerade Deutsche, sind halt doch ein bisschen fummelig und vor allen Dingen gerade mit Fisch ängstlich mit den Gräten. Weil, ihr habt ja gerade gesehen, zuppelte mir das Fischfleisch ab und zog dann die Gräte, das war einfach eine Rückengräte, und lutschte diese ab und fertig. Ne? In Deutschland traut man sich das ja nicht, weil man sofort Angst hat, den Erstickungstod zu erleiden. Unser Großer macht sich gerade auf den Weg zur Uni, der ist jetzt Student, ist nicht mehr Schüler, er ist jetzt Student. Ja, mal kurz nochmal im Garten gerotzt, ja. Da. Während wir hier essen, ja, rotzt der in den Garten, ja. Kann ich ja froh sein, dass er nicht noch in den Garten kacken geht, ja. Ist dabei, komm mal Kien, Alter. ไม่ค่อยสบาย Ja, also, ach so, hier, eine Art Spiegelei haben wir auch. อันนี้ Süß-saures Curry. อันนี้เหมือน vegetable ซุป Ja, Gemüsesuppe haben wir hier.
recht reichhaltig, ist ordentlich Gemüse drin, ja. เรซิปีของคนจีน Das ist ein chinesisches Rezept, sagt er mir gerade. Dann haben wir hier noch อันนี้แกงไก่ใส่หน่อไม้ดอง ein Hühnercurry, auch mit Knochen. Bakati. ปกติ Und hier ist คะน้าหมูกรอบ Waika คะน้าหมูกรอบ Kana. คะน้าก็คือเป็นผักแต่ฉันไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร Kana Mokop. Gemüse mit knusprigen Mokop. Es ist knuspriges wie Schweinebraten. Knuspriges Schwein. Ich halte mal noch mal jetzt drüber, damit man das alles genauer sehen kann. Also, hier haben wir noch mal das süß-saure Curry mit dem Fisch, mit dem Buntbarsch. Gemüse zum Dazufuttern. Die Luxador, die Saubohnen. Ausgepackt sehen die so aus. Sieht man hier. Ja. Dann haben wir hier ein Hühnercurry แบมบู mit Bambussprossen. Das eben erwähnte เอารถแม่ไป Gemüse mit knusprigen Schwein. Da ist der Große. Ja, der hat Anstand. Die sind hier alle sehr höflich. Und Kaumi Malayat. Tukumen Malaya hier. Ja, und hier ist die Gemüsesuppe. Ja, sieht so ein bisschen wie Spinat aus oder so, ist aber es ist Sellerie, Nuadua, ne? มีหมูสามชั้น Ja, Schweinebauch, bisschen ähnlich wie der Speck gehalten. Ja, und ja, ist wie gesagt chinesisches Rezept. Ja, Hühnercurry hatten wir, süß-saures Curry. Ja, mich hatten wir auch. Der Große ist völlig verrotzt. Warum auch immer. Ja, und derzeit ist auch, haben wir auch, Moment, ich muss euch mal richtig hinstellen hier wieder. Entschuldigt. Guck. Derzeit ist auch Regenzeit, Regensaison. Und Bon fährt mit dem Motorrad. Dadurch ist er natürlich, kriegt er öfter kalten Wind ab und so weiter. เปล่าลองถักแตกไปใส่ไปก่อน Erkältet sich dann halt eben immer mal wieder ein bisschen. Hier zu Hause gehen wir natürlich locker mit den eigenen Löffeln ins Essen. Das ist weiter kein Problem. Im Restaurant hat man natürlich da einen extra Löffel, weil das ist ein bisschen unappetitlich, wenn man mit mehreren Leuten isst, wenn da jeder mit seinem vollgespuckten Löffel da im Essen rumrodelt. Aber ja, wie gesagt, ist halt, also für mich persönlich alles super lecker. Ja, hat es auch drauf, ein bisschen schärfer zu kochen, weil früher war das nicht so, die Familie ist nicht ganz so scharf. Aber ich persönlich bin von der Südküche gewöhnt. Und das sind hier auch alles, die Currys sind zum Beispiel Südküche, also Phuket, Patong Pattaya und so weiter, ja, aus dem Süden. Im Süden isst man schärfer, im Nordosten hier oben wird nicht ganz so scharf gegessen. Ne, ich sagen, kaum ein Kräuter Pet mag. มีบางคนกินเผ็ดมากเหมือนคนใต้แหละบางคนเขาก็กินเผ็ดจริง Ja, der war Tamachat. Wennมีคนมวนที่คุณเห็นที่ภาคใต้ทุกคนกินเผ็ด ๆไม่ใช่ ไม่นะ ไม่คืออาหารใต้เนี่ยมันเป็นเบสิกอยู่แล้วเขาทำรสเผ็ดคนใต้จะกินเผ็ดอาหารอีสานมันก็มีอาหารที่เผ็ดมากเหมือนกันมันก็จะไม่มันอยู่ที่เขาทำอาหารอะไรใช่ไหม
Ja, also es ist so, im Süden essen einige Leute oder viele Leute recht scharf. Hier im Nordosten ist es auch so, teils essen gerne scharf. Also kommt halt scharf in Pet, und Oh, ja,ไปแล้วลูกไปแล้ว es gibt halt welche, der Große fährt gerade los und es fängt an zu regnen. Das kommt gleich wieder in Kannen runter. Ja. Ist halt, ja, kann man im Moment Regenzeit, man kann es nicht beherrschen. Es ist, ja, oder kontrollieren, es geht einfach nicht. Also immer machen. Ah, das ist so viel. Wir haben auch das Glück, dass hier nicht weit von hier ist auch ein Laden, der macht Essen und verkauft es so in Tüten und so. Das ist natürlich auch recht einfach, wenn hat nämlich auch nicht jeden Tag Lust zu kochen und so weiter. Wer hat es schon? Ich meine, das ist okay, in Deutschland ist man nicht so gewöhnt, dass man selber Essen kocht, weil halt so viel außer Haus. Ja, jetzt inzwischen ja, aber früher, als ich noch ein Kind war, kann ich mich erinnern, meine Mutter hat immer gekocht. Macht es auch, aber sie ist halt Mutter von 2 Kindern. Und mich dazu zählt eigentlich 3. Ne, die Lux haben können. Na, komm du halt. ลูกชายคนโต Ich bin ihr Ältester. Ja, ใครดูดนมเรียกแม่ลูกหมด ja, siehst du, wer ihr an den Brüsten lutscht, ist ihr Kind. Na, schönen Dank auch. Muss ich ja aufpassen, dass hier noch einer lutschen kommt. Aber, ja, wie gesagt, mal abgesehen davon. Unsere Tölen spielen hier schon wieder verrückt, ja. Also die spielen wie die Wahnsinn miteinander, ja. Die große Daisy, 30 Kilo schwer, mit der kleinen Mini, wenn Nachttauler. 8 กิโลกว่า8 กิโลครึ่ง Mini ist noch nicht mal 10 Kilo schwer, die hat 8,5 Kilo auf der Waage. Daisy hat 30 Kilo drauf, die ist richtig bepackt da. Aber sie spielen beide wie die Weltmeister, ist Wahnsinn. Beziehungsweise gerade die kleine Mini, die ist ewig an ihr dran, er will immer mit ihr spielen. Daisy ist da manchmal schon ganz genervt, ja. Weil die hat natürlich in ihrem Alter, will die auch mal ein bisschen ihre Ruhe haben. Die ist ja ein Jahr älter. When are you of Peter? เด็กที่เหรอ Daisy ist jetzt 6 Jahre alt, wenn Mini gerade Mini Benjamin Pi, ne? นี่ปี Also von daher 5 Jahre Altersunterschied ist bei Hunden schon eine ganze Menge. Und um nochmal aufs Essen zurückzukommen, alles was hier steht, esse ich gerne. Es gibt sehr wenige Sachen in Teilmenüs, wo ich sage, ach nee, das ist nicht so mein Ding. Zum Beispiel, viele kennen ja den Papaya-Salat, den berühmten Papaya-Salat vom Damm. Vom Damm im Süden ist Papayasalat mit Limonensaft und tralala, aber eben nicht mit diesem Lara. Und Lara das ist fermentierter Fisch. Man sollte jetzt nicht unbedingt an Surströmming denken, dieser fürchterlich stinkende Fisch, aber Lara hat so seine eigene Note, also da ist auch gewöhnungsbedürftig, oder ja, nicht jeder kann es essen. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um mich geschmacklich daran zu gewöhnen, auch geruchlich. Weil jetzt man es nicht gewöhnt, es stinkt wie naja, eben fermentierter Fisch. Ne? Also es zieht Fliegen an und das ist also ganz fürchterlich. Und hier ist es so, hier oben im Nordosten wird der Papayasalat eben mit diesem Lara angesetzt oder beigemischt, zugewürzt und viele essen noch so eine ist eine Krabbe, die hat so blaue Schale. Ja.
Und die ist, also damit kannst du mich bis nach Peking jagen. Da habe ich, also das mag ich überhaupt nicht. Weil diese Krabbe schmeckt derartig fies fischig, das ist gar nicht mein Ding. Mit Blara, ja, ist okay. Ja, da gibt es eine andere Sache, fermentierter Fisch, das ist ein ganzer Fisch, der Blara-mäßig fermentiert wird. Das macht für mich auch manchmal diese Kondiak allein, Bla, ja, der war beim Bla, Kondiak allein. ที่ไหน ผมชอบกินคุณ ปลาร้าสับ Balasab. Ja. Der ist auch, das ist quasi Bla, ja, der war beim Bla Tang Dur. อ๋อปลาร้าตัวอันนี้เขาเรียกปลาร้าตัว Ne? อืม Vom war Cheese mit Neumann Cheese. อืมอืม Es schmeckt mir persönlich, auf meiner Zunge kommt es fast wie heißt er denn, wir haben auch in Deutschland einen Käse, der fürchterlich stinkt, nicht der Harzer, sondern ich glaube, ist das, wie heißt der, komme ich jetzt nicht drauf, ist nicht Edamer, auch nicht Emmentaler, der hat einen ganz fürchterlichen Geruch, der stinkt wie die Hölle. Aber es schmeckt vielen Leuten sehr gut. Und ich persönlich mag diesen Käse auch. Von daher mag ich auch diesen Fisch, Balasab, beziehungsweise diesen, was M gerade sagte. Einfach super lecker. Ja. Und ist auch eben nicht jeder, auch Thais. Es gibt viele Thais, die sagen, nee, Blara, sorry. Also auch hier im Nordosten gibt es viele, die sagen, nee, kann ich nicht essen, ist nicht mein Ding. Ja. Ist ähnlich wie bei uns gibt es auch irgendwelche eingelegten Geschichten, die manche Leute nicht mögen. Ja. Zum Beispiel saurer Hering. Gibt auch wenige zwar, aber einige, die sagen, nee, eingelegter Fisch ist nicht mein Ding. Ja. Und hier ist halt der Fisch nicht nur eingelegt, sondern fermentiert. Und das macht natürlich eine Menge geschmacklicher aus. Also, aber ja, so ist halt mal unser Mittagessen zu sehen. Ja. So, jetzt mache ich die Kamera aber mal aus, damit ich in Ruhe essen kann. Und sonst sieht mir auch die Batterie so schnell. So.